Shenzhen. Drohnen liefern dein Essen, Roboter tanzen auf der Straße und Taxis fahren ohne Fahrer. Fühlt sich diese Stadt wirklich an wie das Jahr 2050 oder ist alles nur perfekt inszeniert? Wir haben 24 Stunden hier verbracht und Spoiler, es ist noch krasser. Wir stehen hier gerade vor 6S Robot Store und was es da drin gibt, zeige ich euch mal. Also hier gibt es die neueste Innovation von Roboter bis hin zu Spielzeug, bis zu Kopfhörern, alles Mögliche dabei auf mehreren Etagen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hier haben wir schon mal Iron Man. Ich spiele ein Roboter gerade Klavier und zwar richtig gut. Also man kann hier auch Schlagzeug spielen. Hier sind auch noch solche Puppen, aber ich bin ehrlich, die sehen ein bisschen sass aus, auch was die anhaben. Oh ja, die bewegt sich. Guck mal ihre Augen. Oh ja, die Augen bewegen sich. Sie hat vorhin ja auch ihr Kopf bewegt. Hallo. Hä, wirklich? Hallo, hallo. Ni hao. Nice to meet you. Wow. War gruselig. How are you? I'm good. How about you? I'm good too, thanks. How old are you? I'm not sure what you mean by I go to face. How old are you? But if you're asking how old I am, well, let's just say I'm ageless, like a fine wine. Old. What's your name? I am Emma. Glad to meet you. Gruselig. Der Mann vor mir hat gerade so ein Band um den Kopf und dadurch kann man ein Bild auf dem Tablet zeichnen lassen. Also die messen irgendwelche Werte da und dann entsteht sein eigenes Bild. Und das Bild wird gerade erstellt. Dauert aber alles recht lange. Und fertig? Nee. Hat auch. So. Wow. Ein sehr Schön. schönes Bild. Ja, schön. Hier gibt es auch eine Mind Control Greifmaschine. Oh. Und. Hä? Ayun? Ciao. Oi. Einfach süß. So, die beiden testen jetzt die Rennbahn aus. Also es funktioniert so, je stärker man sich konzentriert, desto schneller fährt das Fahrzeug. Ziemlich Gleichstand, würde ich sagen. Also insgesamt kann man auf dieser Etage sehr viel mit Brain Control machen. Also zum Beispiel diese Rennbahn hier lässt sich alleine mit den Gedanken steuern. Da hinten hat Suya gerade ein Kuscheltier mit seinen Gedanken gefangen. Und da hinten stehen gerade ganz viele Menschen, weil sie sich ein Bild zeichnen lassen mit ihren Gedanken. Hier kann man auch mit Gedanken die zwei Roboter gegeneinander kämpfen lassen. Es gibt hier so einen Haustierroboter. 小麦，小麦，握手。 Oh. 举起手来，对，就是你，快来和我握手吧。小麦，小麦，看见吗？汪汪，好的，乖乖躺下了，它不会放亲戚狗，躺下不会变成逃避模式哦，保持电量满满。 Also der kann ja richtig antworten, ne? Aber ich weiß nicht, was er sagt. Hier gibt es eine Kamera, das ist hauptsächlich für Kinder und damit kann man ein Foto machen. Das sagt dir dann, was das genau ist. Also wenn man wissen will, was das für ein Tier ist, sagt dir das, welches Tier das ist. Ich mache jetzt zum Beispiel ein Foto von diesem Kuscheltier. Und hier steht, dass es ein Kuscheltier, Kätzchen ist. Schon praktisch. Das war gerade wirklich sehr, sehr interessant. Einige Sachen kannte ich doch gar nicht und ich wusste gar nicht, dass man das so machen kann. Aber wir haben jetzt erstmal Hunger bekommen und Durst und wollen uns erstmal was bestellen. Aber man kann sich das leider nicht hierhin liefern lassen, sondern muss extra wohin fahren und das machen wir jetzt mal. Okay, wir laufen gerade zur Bahn. Schaut mal bitte, wie sauber es hier ist.
Alles blitzblank, kein Müll. Das sieht für mich aus wie ein Flughafen. Wow. Hier am Bahnhof gibt es auch einfach eine AI-Information. Die kann dir dann einfach weiterhelfen. Zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt hier keinen Ausgang oder man möchte die Line Map sehen, wissen, wo es hingeht und so weiter, wo die Toiletten sind. Auf jeden Fall sehr praktisch. Der Bahnhof scheint hier richtig beliebt zu sein. Es nimmt gar kein Ende. So viele Menschen auf einem Fleck, nur um in die Bahn reinzukommen. Ich bin mir sicher, dass die nicht alle da reinpassen können. Wow, wie voll ist das denn bitte? Zum Glück fahren wir mit dieser Bahn. Alle steigen aus, so crazy. Wow, diese Menschenmenge. Obwohl das so viele Menschen sind, stellen sich eigentlich trotzdem alle an. Es sieht relativ geordnet aus und keiner drängelt sich irgendwie vor. Man kann teilweise per Face ID hier rausgehen, aber da ich es nicht hinterlegt habe, muss ich mit Alipay rausgehen. Das hinter mir ist keine Packstation, auch wenn es so aussieht. Das ist eine Drohnenlieferungsstation. Das heißt, man kann sich Essen oder Trinken hierhin bestellen. Dann kommt eine Drohne, bringt sie uns hier hin und dann sollte das Essen da sein. Zuerst müssen wir aber erstmal den QR-Code hier scannen. Also hier gibt es eine sehr große Auswahl. Ich möchte mir was zum Essen bestellen. Schauen wir mal, was es hier gibt. Es gibt zum Beispiel Reis mit Gemüse und Fleisch. Auch Hähnchen gibt es hier. Ich hätte Bock auf Dumplings. Xiaolongbao. Ja, ich bestelle mir Xiaolongbao. Gerne zweimal. Okay, das Essen kostet 23,60. Dann kommen noch 2,5 Yuan für Versand dazu. So, die Bestellung ist jetzt durch. Es sollte in 15 bis 25 Minuten da sein. Bin sehr gespannt. Wir haben gerade 17:01 Uhr. Oh, ich sehe die Drohne. Oh mein Gott, die fliegt voll schnell. Ich glaube, das ist unser Essen. Wow. Oh, jetzt geht sie runter. Die Drohne hat das Essen jetzt abgestellt, das Paket runtergelassen und jetzt fliegt sie, glaube ich, gleich los. Ja, jetzt fliegt die Drohne direkt wieder los. Wow, bye bye. Okay, unser Essen ist jetzt angekommen und wir müssen hier einmal den Code eingeben. Jetzt warten wir. Ich bin voll aufgeregt. Und ding, unser Essen ist da. Yay. Also hier ist so eine Station, da kann man jetzt einmal auspacken. Ist auch, also die Box fühlt sich auch echt warm an und die Tüte ist auch echt warm. Das sind unsere Xiaolongbaos. Auf jeden Fall schon mal nichts ausgelaufen. Das können wir jetzt hier einmal hier aufmachen und das tun wir jetzt in diesen Behälter rein. Der ist schon echt voll, weil ich glaube, hier bestellen echt viele Leute Essen. Es scheint sehr gefragt zu sein. Und das ist unser Essen, Leute. Das ist unser Getränk, das ist unser Essen. Es hat 15 oder 20 Minuten gedauert. Also mega schnell, würde ich sagen. Ich glaube, hätten wir das in Deutschland, würde ich mir öfters was bestellen. Es ist halt schon echt praktisch, dadurch, dass man nicht zu Hause sein muss zum Beispiel. Man kann schon unterwegs was bestellen und es sich dann liefern lassen. Und wenn man dann da ist, es einfach abholen. Der Nachteil ist halt nur, dass man sich nicht an die Tür liefern kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen mal, ob das hier ausgelaufen ist oder ob das alles perfekt eingepackt ist und natürlich, ob es schmeckt. Also das ist auf jeden Fall alles zu und nichts ausgelaufen. Und mein Getränk ist sogar noch richtig kalt. Also die Tüte ist trocken. Da ist noch eine Folie drin, ne? Damit nichts auslaufen kann. Also ich kann das ja mal hier kippen. Sehr, sehr gut eingepackt. Schmeckt einfach perfekt. Schmeckt so, wie wenn ich es vor Ort gekauft hätte. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Es ist kalt. Es ist frisch, es schmeckt super gut. Probieren wir mal das Essen. Also Stäbchen sind auf jeden Fall schon mal dabei. 2 Portionen Xiaolongbao. Also auch hier ist nichts aufgegangen. Die Verpackung ist zu, die ist fest und das Essen ist alles warm noch. Probieren wir es mal. Auch hier super, super lecker. Also ich bestelle mir in Deutschland auch ab und zu was bei Uber Eats oder Lieferando. Und ich muss sagen, in den meisten Fällen ist es leider so, dass das Essen entweder kalt ist oder es ausgelaufen ist. Ich weiß, es ist schwierig, aber ich muss sagen, es wurde hier von einer Drohne geliefert. Es ist nichts ausgelaufen, das Essen ist warm, die Getränke sind kalt
Und es kam innerhalb von wenigen Minuten an. Ich bin wirklich extrem zufrieden. Ich denke, wenn es sowas in Deutschland geben würde, würde ich mir wahrscheinlich öfters was bestellen. Würdet ihr das gerne in Deutschland haben? Schreibt es mal in die Kommentare. Man muss diese Kästen auch regelmäßig leer machen, weil man sieht wirklich, die werden so schnell voll und man kommt gar nicht hinterher. Was ich auch echt gut finde, ist, dass die Kartons ja immer wieder verwendet werden. Dadurch entsteht halt auch nicht so viel Verpackungsmüll. In Shenzhen, Shanghai und Peking zum Beispiel gibt es schon solche Drohnenlieferungen, aber natürlich nicht überall in China. Und zudem gibt es diese Stationen auch nicht überall in den Städten, sondern nur an bestimmten Orten. Meistens sind das bei Wohngebäuden, Nähe von Bürogebäuden oder im Park. Wir haben gerade durch Zufall diesen Platz hier gefunden. Von hier aus starten nämlich die Drohnen für die Essenslieferung. Man kann von hier aus auch zuschauen, wie die Leute das Essen auf die Drohne packen und wie die Drohne dann einfach losfliegt. Also ich bestelle uns gerade ein Taxi zum nächsten Spot. Aber es ist nicht irgendein Taxi, sondern ein Auto ohne Fahrer. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und bin sehr neugierig, wie gut es funktioniert. Was mich auf jeden Fall überrascht, auf Didi kostet die gleiche Fahrt knapp 14 Yuan. Das ist sowas wie chinesisches Uber. Und hier in der App kostet die Fahrt nur 6,6 Yuan, also 50% günstiger. Also man braucht auf jeden Fall eine extra App dafür, die heißt Pony AI. Genau, man kann aussuchen, von wo man abgeholt werden möchte. Dann halt der Zielort. Dann kann man einfach bestätigen. Ganz einfach eigentlich. Also wir haben jetzt einen Fahrer bekommen, aber der kommt tatsächlich erst in 14 Minuten. Der muss noch jemand anderes absetzen hier. Man kann hier in der App auch verfolgen, wo er gerade ist und welche Strecke er fährt. Man kann hier in der App sogar dieses Nummernschild ändern, also wie das aussehen soll. Ich nehme das mit dem kleinen Roboter und dem Blümchen. Man kann sogar das Licht von dem Auto ändern. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal rosa, um das gut zu erkennen. Okay, also er ist gleich da. Er müsste hier direkt um die Ecke kommen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr aufgeregt. Ich frage mich gerade, wo er anhalten will, weil hier stehen überall Autos. Mal gucken, ob er das hinbekommt. Da stehen schon, oder? Ah, nee, das ist ja nicht. Das ist ein Taxi. Das ist ein normales Taxi. Da, oder? Ja, da ist das rosa Auto da. Okay, gehen wir jetzt zu ihm, oder? Wo hält der denn an jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der hält da hinten an. Ja, sieht so aus. Okay, wir müssen nach hinten. Ja, okay. Die Farbe stimmt schon mal. Man kann hier mit dem Handy das anlocken. Aber wir sehen hier, ist kein Fahrer drin. Hier ist noch ein Tablet, da kann man das einstellen. Hier steht Ready to Start. Beginnen wir das mal. We are about to start. Oh, Please make sure your seatbelt is securely Oh, hier sehen wir einfach die ganze Straße. fastened. You can adjust Die ganzen Menschen, die hier daneben stehen auch. Und hier einfach jedes Auto, was hier fährt. Hier ist auch ein kleiner Assistent. Hier kann man auf Assist klicken, falls man Hilfe braucht. Und hier ist auch ein SOS-Knopf, falls man irgendwie Angst hat wahrscheinlich oder irgendwas passiert. er fährt Oh. los. Das Lenkrad das Lenkrad bewegt sich einfach. Da ist auch so eine Abdeckung, damit man wahrscheinlich nicht einfach reingreift. Verrückt. Man kann ja auch vorne sitzen sogar, ne? Ja. Hier passen auf jeden Fall 4 Menschen rein. Ja. Wow. Also es ist echt viel Platz hier. Boah. Boah, der hat gerade ein bisschen schnell gestoppt, ne? Ja. Ich glaube, weil er sich unsicher war. Oh, guck mal, Ah ja, er hält jetzt an. für die Fußgänger, weil da ein Zebrastreifen ist. Wow. Okay, wir haben schon mal keinen umgefahren. Das ist schon mal ein gutes Gefühl, dass er das hinbekommt. Hier auf dem Display steht übrigens auch, wie schnell wir fahren. Also wir fahren gerade aktuell 20 km/h, 23 km/h und sind in etwa 2,3 Kilometer da. Es werden so 8 Minuten. Also man kann es hier alles mitverfolgen. Jetzt fahren wir zum Beispiel schon über 40 km/h. Also er steigert sich echt schnell. Aber die Straßen sind ja auch gerade sehr leer. Ich glaube, wir sind gerade auf der Autobahn sogar. Ja, wir fahren gerade auf der Autobahn, ne? Wir fahren hier gerade 50 bis 60 km/h auf einer Autobahn und das ohne Fahrer. Verrückt. Was passiert, wenn ich jetzt meinen Gurt jetzt einfach abmache? Sollen wir das testen? Okay, wir fahren gerade wieder langsamer, sind nur 30 km/h. Ich guck mal. for your safety. Yeah. Please fasten. Okay. Okay, ich bekomme direkt Ärger. Ja. Please fasten your Der weiß auf jeden Fall, wenn wir Faxen machen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin echt beeindruckt, ne? Es fährt auch richtig smooth, muss ich sagen. Please prepare your belongings for alighting. Wir sind in 3 Minuten da und er hat uns gerade daran erinnert, dass wir alle Sachen mitnehmen sollen, die uns gehören und nichts vergessen sollen. Auf jeden Fall sehr praktisch, dass er uns vorwarnt. Okay, wir sind da. Yay, sicher angekommen. Man sieht hier sogar eine Kamera, was an der Seite ist, damit man aufpassen soll, wenn man die Tür We aufmacht. arrived. Wow. Nearby objects detected outside the door. Open door gently to avoid collision. Please take your personal belongings. Sicher angekommen. Ja. Also man sieht auf jeden Fall, dass auch Locals das nutzen, nicht nur Touristen, weil das so cool ist. Am Anfang war ich ein bisschen nervös, aber ich muss sagen,
Als ich dann drinnen saß und dann losgefahren ist, hatte ich irgendwie gar keine Sorgen mehr. Er ist wirklich sehr sicher gefahren und man hat sich auch wirklich sicher gefühlt. Manchmal hat man ja sogar einen schlechten Uberfahrer, sag ich mal. Und der fährt dann halt zum Beispiel zu schnell oder stoppt die ganze Zeit so. Und hier hast du das halt gar nicht. Die fahren wirklich sehr smooth und sehr sicher. Ich kann mir sogar vorstellen, das öfters zu nutzen, vor allem wenn die günstiger sind als zum Beispiel Didi. Das Ding ist nur, es gibt die Autos noch nicht überall, vor allem in China noch nicht. In Shenzhen auch nur in bestimmten Zonen. Und ich denke, in Deutschland wird es auch ewig dauern, bis sie überhaupt kommen werden. Wir sind gerade hier bei Ino 100 und hier gibt es wirklich smarte Produkte. Was ich genau damit meine, zeige ich euch drinnen. Es gibt hier einfach ein automatisches Schachbrett. Ihr seht gerade, die Figuren bewegen sich von alleine. Ich fasse nichts an. Es wird hier nämlich gerade alles kalibriert. Hier, ich fasse nichts an und es geht von alleine nach vorne. Schon verrückt, oder? Hier gibt es auch eine Gitarre ohne Saiten. Dazu braucht man nur eine App und dann kann man Gitarre spielen lernen. Also hier auf dem Tablet stehen Zahlen und hier eben halt auch. Und hier steht jetzt zum Beispiel eine 5. Das heißt, ich muss die 5 klicken. Dann kommt die 6. Dann die 4. Und so weiter. Also man kann schon ein bisschen lernen, ist auf jeden Fall eine echt coole Sache. Hier gibt es auch so eine kleine Ukulele, auch ohne Saiten. Aber ich habe gerade kein Tablet, was mir zeigt, wie ich spielen soll, deswegen klingt das nicht so gut. Hier kann man auch Klavier spielen. Also diese Teile hier sollen beim Laufen helfen. Aber hier steht, dass wir einen Mitarbeiter erstmal fragen müssen. Deswegen fragen wir erstmal einen Mitarbeiter und dann probieren wir die mal an. So komisch. Ich glaube, es muss noch ein bisschen trainieren, wie ich laufe, weil ich finde, das kommt immer ein bisschen verzögert. Ich laufe und dann drückt das irgendwie so nach. Aber wenn ich schnell laufe, ist das irgendwie richtig easy. Ist nur beim langsamen Laufen. Also es fühlt sich so leicht an, ne? Ich fühle mich wie Superman. Okay, Sü probiert das jetzt auch mal aus. Es fühlt sich richtig komisch. Oh, es ist auf einmal so richtig schnell. Das ist so leicht, ne? Ich bewege kaum meine Beine. Oh. Rückwärts laufen ist ein bisschen komisch. Aber vorwärts funktioniert sehr gut. Man sieht ja, wie hoch meine Beine sind. Also ich glaube, kein Mensch läuft so normal, ne? Oh, so schnell. Das Ding hier sieht so aus wie ein Kopfhörer, aber man macht es hier um den Hals und dann kommt Luft raus, also es ist wie ein Ventilator für unterwegs. Auf jeden Fall praktisch, wenn man zum Beispiel joggt und dann ein bisschen mehr frische Luft braucht. Das ist echt cool. Hier gibt es auch diverse AI-Brillen, die man probieren kann. Probieren wir mal diese aus. Ah ja, hier ist ein Display von meinen Augen, wie so ein PC, und hier ist so ein Pad, was ich wie eine Maus benutzen kann. Das ist aber echt schwer zu steuern, das ist so ungenau. Es fühlt sich ein bisschen an, als hätte man wirklich einen Bildschirm direkt vor den Augen, also als würde man so vor einem Bildschirm sitzen. Ich habe TikTok geöffnet. Hört ihr das? Es singt gerade jemand auf TikTok. Kann man das hören? Oh, das Sound ist echt gut. Aber das Pad funktioniert nicht so gut. Aber das Display an sich ist echt nice. Es ist wirklich wie so eine VR-Brille. Aber man sieht trotzdem, was in der Umgebung passiert. Also ich sehe zum Beispiel jetzt trotzdem und die anderen Menschen auch. Lass mich mal probieren. Okay. TikTok läuft noch. Ich weiß, was Herr Jen meint. Ist ein bisschen schwer zu steuern. Ah, man steuert das, indem man hier kreist. Hier kann man auch wie so eine Maschine spielen. Der räumt gerade die Steine auf. Also die schwarzen tut er wieder hier rüber und die weißen hier rüber. Also weiß auch, dass er von alleine aufräumen muss wieder. Diesen Blumentopf habe ich online auch mal gesehen. Das ist so ein smarter Blumentopf, der sagen kann, wie viel Wasser oder wie viel Licht die Pflanze gerade benötigt. Ob es der gut geht. Hier zum Beispiel, was es für eine Pflanze ist und so weiter. Auf jeden Fall sehr praktisch für Leute, die keinen grünen Daumen haben. Mit den Koffern hier kann man auch rumfahren. Dann muss man am Flughafen nicht laufen. Ah, die sind echt schnell, ja? Zum Abschluss des Tages darf natürlich nicht die Skyline von Shenzhen fehlen. Und ich muss sagen, selbst jetzt sieht die schon extrem schön aus. Aber gleich beginnt eine Lichterschau und dann sieht das Ganze nochmal viel spektakulärer aus.
sagen, die Lichtershow, die war schon sehr, sehr krass. Insgesamt hat mich Shenzhen auch sehr positiv überrascht. Es war so innovativ und gestern waren wir zum Beispiel auf einer Tech-Expo. Wir haben Sachen gesehen, die wir noch nie gesehen haben. Falls ihr wissen wollt, was das ist, schaut euch gerne dieses Video hier an.